Hallo, ich bin Heiko von der Firma Binder. Jetzt zeige ich euch die Binder24 App, was man damit alles machen kann und wie sie sich bedienen lässt. Die App ist verfügbar für iOS und für Android-Geräte. Zuerst muss die App aus dem Play Store oder aus dem App Store heruntergeladen werden. Nach dem ersten Öffnen muss zunächst erstmal die App mit der Gegenstromanlage verbunden werden. Um in das Menü zu kommen, klickt ihr oben links auf die 3 waagerechten Striche. Klickt dort auf den Eintrag Settings. Mit Antippen des Lupensymbols wird die Gegenstromanlage im Netzwerk gesucht. Bei diesem Fenster einfach auf OK klicken, damit der Suchlauf erlaubt wird. Hat der Suchlauf beim ersten Mal nicht geklappt, einfach nochmal zurück ins Menü und den Vorgang wiederholen. Wird die Gegenstromanlage angezeigt, einfach einmal draufklicken und damit ist die Einrichtung auch schon abgeschlossen und es kann losgehen. Ich stelle hier die einzelnen Menüpunkte einmal ganz kurz vor. Beginnen wir mit der Sprache. Es sind folgende Sprachen wie zu sehen verfügbar. Unter Gegenstromanlage wählt ihr einfach die Anlage aus, die installiert ist. Der Schwimmwert kann einfach über einen Slider angepasst werden. Durch Klick auf das kleine blaue Fragezeichen erfährt man, was der Schwimmwert überhaupt ist und was er bedeutet. Der Schwimmwert lässt sich auch von der App berechnen, indem man die Pace eingibt und bei welcher Intensität man diese ungefähr schwimmt. Eine Korrektur im Nachhinein ist natürlich dann auch immer noch möglich. Unter Stufen Peer zu Taster können Sie einstellen, wie fein sich die Anlage mit jedem Tastendruck hoch oder runter stellen lässt. Je höher der Wert, desto feiner die Abstufung. Genau das gleiche lässt sich unter Stufenfernbedienung einstellen. Unter Timer lässt sich die maximale Einschaltzeit der Gegenstromanlage einstellen. Stellt man den Wert auf 0 Minuten, so ist dieser Timer deaktiviert. Im nächsten Menüpunkt lässt sich einstellen, welches Zubehör noch verbaut wurde. Dementsprechend tauchen noch weitere Bedienelemente auf. Um gleich den Unterschied zeigen zu können, deaktiviere ich das Zubehör LED. Aber dazu später mehr, jetzt geht es erstmal um die Benutzerdaten. Wenn man möchte, kann man hier die persönlichen Daten eingeben. Werden alle Daten eingegeben, wird unten einmal der BMI berechnet. In der App lässt sich oben rechts über das Sonnensymbol auch auf den Dunkelmodus umschalten und umgekehrt mit Druck auf das Mondsymbol wieder auf den hellen Modus. Drückt man oben links auf die 3 waagerechten Striche und dann auf Gegenstromanlage, kommt man zum Hauptbildschirm. Dort sieht man an der großen grünen Fläche, dass die App mit der Gegenstromanlage verbunden ist und das Wort Aus bedeutet, dass die Turbine ausgeschaltet ist. Drückt man nun auf Einschalten, geht die Fläche auf Blau und es werden 0% angezeigt. Die Turbine dreht sich schon, es reicht aber noch nicht zum Schwimmen aus. Mit dem Slider kann man einfach die Intensität stufenlos von 0 bis 100% einstellen. Drückt man auf Ausschalten, egal auf welcher Stufe, fährt die Anlage langsam herunter und schaltet sich ab. Dann steht dort wieder aus und das Grün signalisiert, die App ist mit der Anlage verbunden. Jetzt zeige ich einmal den Hauptbildschirm bei aktiviertem Zubehör LED. Nun sieht man im unteren Bildschirmbereich den Zusatzeintrag LED. Hier lässt sich ein verbautes Zubehör aus, wieder einschalten, die Helligkeit ändern und durch Tippen auf die Schaltfläche lässt sich die Farbe einstellen. Auf Wunsch manuell oder auch einen automatischen Farbwechsel. Dabei entspricht die Farbe des Feldes der eingestellten Farbe am LED-Zubehör.
Als nächstes stelle ich euch das Erstellen eines Trainingsprogramms vor. Dazu unten rechts einmal auf Training drücken. Für ein neues Trainingsprogramm unten einmal auf das Plus drücken. Ich zeige erstmal ein Schnellprogramm. Hier kann man verschiedene Arten von Schnellprogrammen auswählen. Einmal Hügel, Pyramide, Intervall, Ausdauer oder Kraft. Bei jedem Programm lässt sich auch noch die Intensität einstellen zwischen 1 und 3. Mit der Option Vorbereitungszeit hat man vor dem eigentlichen Start des Trainingsprogramms noch etwas Zeit, bevor es dann richtig losgeht. In der oberen Zeile kann man jetzt noch einen individuellen Namen für das Trainingsprogramm eingeben. Einmal noch auf Speichern drücken und schon taucht das Trainingsprogramm in der Liste auf. Unter Eigenes Programm lässt sich ein ganz individuelles Programm einstellen. Hier kann man sich sein Trainingsprogramm je nach Belieben und Erfahrung beliebig gestalten. Die Stufenzeit lässt sich in Sekunden einstellen und die Intensität in Prozentschritten. Hat man sehr viele Stufen, so kann man einfach durch Draufdrücken den Bereich verschieben. Tippt man auf eine Stufe, so kann man diese auch im Nachhinein immer noch ändern. Die Intensität mit dem Slider und mit dem Button auf Sekunde oder Minute die Zeit erhöhen oder verringern. Jetzt nur noch fix einen Namen eingeben und dann ist das Trainingsprogramm auch schon fertig. Und durch Druck auf Speichern taucht es dann auch in der Liste der Programme auf. Möchte man jetzt ein Trainingsprogramm starten, tippt man einfach auf das gewünschte Programm drauf. Sobald man auf Start drückt, geht das Trainingsprogramm auch schon los. Wechselt man nun unten links die Ansicht auf Steuerung, kann auch zum Beispiel durch einen Helfer am Beckenrand die Intensität während eines Trainingsprogramms geändert werden. Das Programm ändert sich dadurch nicht und fährt mit dem nächsten programmierten Schritt weiter fort. Wechselt man die Ansicht wieder auf Training, kann man das Trainingsprogramm auch beliebig pausieren und wieder starten. Ist das Trainingsprogramm komplett durchgelaufen, werden die Schwimmdaten dem Verlauf hinzugefügt. Nach einem abgeschlossenen Trainingsprogramm verbleibt die Turbine auf der untersten 0% Stufe und kann beliebig weiter normal bedient werden. Mit Druck auf Training unten rechts und dann auf Verlauf werden die Schwimmdaten von bisherigen absolvierten Trainingsprogrammen angezeigt. Wenn dort schon viele Trainingsprogramme in der Liste enthalten sind, kann man diese auch filtern, um die Übersicht zu bewahren. Durch Tippen und Schieben nach links kann man einen Eintrag auch einfach löschen. Auch das Löschen eines Trainingsprogramms funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Und nun wünsche ich viel Spaß mit der Binder Turbinenschwimmanlage und der Binder 24 App.